Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu diesem etwas speziellen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute freue ich mich wieder über einen ganz lieben Gast bei mir in der Aquarellwerkstatt. Bela ist sonst immer verantwortlich für die Arbeit hinter der Kamera bzw. für die Arbeit im Schneiderraum. Er schneidet diese Videos und sorgt dafür, dass Ton und Bild und auch Grafiken richtig gut im Video sitzen und zu sehen sind. Heute malen wir zusammen eine Wasserschildkröte. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem schönen Motiv und sagen noch einmal ausdrücklich Danke an Lukas für das tolle Referenzfoto. Die heute verwendeten Materialien sind Sienna gebrannt, Zylinblau, Alizarin Karmesin, Kobaltblau, Lichter-Ocker von Winsor Newton, Aureolingelb, Jean Bréant und Titanweiß von Schminke. Das Papier ist Büttenpapier 300 Gramm von der Firma Arsch. Das Papier ist etwas kleiner als DIN A4. Die Pinsel sind ein Rotmarderhaarpinsel Größe 10, ein Kunststoffpinsel Größe 6 aus unserer eigenen Pinselkollektion, ein Auswaschflachpinsel in der Größe 10 und ein synthetischer Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 14. Außerdem brauchen wir eine kleine Sprühflasche. Wir haben jetzt hier also unser Foto liegen und werden erstmal versuchen, das Foto auf die Skizze zu übertragen, also aufs Aquarellpapier. Und dafür würde ich empfehlen, wir falten es einmal in der Länge durch und einmal in der Breite durch und haben dann Das funktioniert ja super. Ne, das ist ja schon gut, ein bisschen vorgefaltet. Und haben es jetzt in 4 Raster unterteilt, durch diese Faltung. Und diese Raster, diese Viererteilung des Blattes, versuchen wir jetzt auch hier auf unserem Aquarellpapier mit unserem Bleistift mit ganz zarten, es ist ja wirklich nur eine Hilfslinie, nur für dein Auge. Wir nehmen dafür auch kein Lineal, sondern wir schätzen ungefähr ab, wo die Hälfte des Blattes jeweils ist und machen ganz zart nur die Linien, weil das müssen wir nachher alles wieder wegradieren. Mit dieser Rastermethode arbeite ich häufig, um Fotos zu übertragen und erstmal das Objekt gut auf das Blatt zu setzen. Für alle, die das jetzt zu Hause so nachmachen wollen, also diese Rastermethode ist einfach eine sehr schöne Methode, um das Foto zu transferieren aufs Blatt. Es ist dabei immer wichtig, dass das Format des Fotos 1:1 auch dem Format des Blattes entspricht. Und das kann man folgendermaßen herausfinden, ob das der Fall ist. Man würde das Foto jetzt hier links oben in die Ecke legen, richtig in die Ecke. Und wenn man jetzt mit einem Lineal hier die Diagonale verlängert, dann sollte diese Verlängerung auch hier ungefähr in der Ecke vom Blatt rauskommen. Also es passt jetzt hier nicht ganz, ist nicht so schlimm, aber ja, also dieses hier, so ist es besser. Das sollte in der Verlängerung klappen. Mal gucken, ob es bei Bela auch klappt. Und dann haben wir die Sicherheit, dass das Format auch so dazu passt, dass es nachher mit der Vergrößerung klappt. Naja. Auch nicht ganz. Ja, dann pass auf, dann machen wir es beide so, dass wir unten nochmal einen Streifen abkleben. Jetzt nehmen wir wieder unser Foto und falten uns das so, dass wir nur den rechten oberen Quadranten sehen. Wieder schön unten falten. Genau, und jetzt nimmst du den Bleistift und versuchst jetzt in diesen Quadranten nur das hier zu übertragen. Und das ist viel einfacher, als wenn du die gesamte Schildkröte versuchst, auf dein Blatt zu skizzieren. Ja. Und da schaue ich, guck mal, ich schaue dann, wo komme ich hier oben raus? Was ist das hier? Die Hälfte, kann man so sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Und mache mir hier erstmal eine Markierung, genau hier. Und dann wird das eben relativ einfach. Macht zarte Linien, suchende Linien, noch nicht doll drücken. Und wenn man eine Linie braucht und die reicht, dann ist es auch gut, dann muss man nicht 3 machen. Jetzt würden wir es unten aufklappen, beziehungsweise wieder, es ist für unser Gehirn einfacher, wenn wir uns das hier vornehmen, weil dann sozusagen der Kopf gar nicht groß eine Schildkröte malen kann, sondern wir gucken jetzt mehr nach den Formen, die hier sind, als dass wir bestrebt sind, was Erkennbares zu malen. Und das ist immer sehr, sehr hilfreich für die Ähnlichkeit des Motives. So, jetzt haben wir unsere Schildkröte übertragen. Wie lange hat das jetzt ungefähr gedauert, Bela? Boah, weiß ich nicht. 15 Minuten. 15 Minuten. Ja, 15 Minuten ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis für so ein relativ komplexes Gebilde.
Und das geht eben besonders leicht mit dieser Rastermethode. Würdest du Ja. auch bestätigen, ne? Das ging ganz gut. Genau, Ja. das ist die Sache schon ein bisschen erleichtert. Okay, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, bevor man anfängt zu malen, das Raster wegzuradieren. Hier, kriegst die Hälfte von meinem Radiergummi ab. Danke. Und dann vorsichtig, dass wir nicht zu viel von der Schildkröte mit wegradieren. Wenn es nicht so ganz weggeht, ist nicht so schlimm, weil wir stellenweise ja dunkel drüber lasieren, dann Panzer der Schildkröte. Da wird der Bleistiftstrich nicht so stören, aber hier an den Rändern, wo relativ hell ist. Jetzt können wir noch den Schatten einfügen hier. Den Schatten, das machen wir jetzt aber einfach so, würde ich sagen. Guck mal, den Ach so, Schatten den Schatten. hier unter der Schildkröte. Nachher. Weil der ist wichtig. Wir wollen mal noch mal gucken. Siehst du das hier, dass der Arm hier zum Beispiel von der Schildkröte ja deutlich dunkler ist als das dahinter? Ja. Ja? Und hier haben wir aber den Kopf deutlich heller als den Schatten. Ja. Und das sind so Sachen, auch hier ist der Körper so ein bisschen heller als der Schatten darunter. Mhm. Und das sind so Sachen, die kann man sich schon mal notieren und für später dann memorieren, dass man da ein bisschen guckt, dass es nachher eine interessante Form wird. Den Schatten und dann auch noch diese Linie hier, das ist ja so eine schöne diagonale Bewegung im Ja. Bild drin. Diese Linie ist irgendwie, bei dir geht ja bis hier. Nicht bis hier unten. Ach so, ist bei mir falsch? Oh ja, ist bei mir falsch. Okay, ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Ja, das sah besser aus als bei mir. Nee, das denkst du nur. Die Linie kommt hier erst raus, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Und da wäre mein Vorschlag, zunächst mal mit dem Hintergrund anzufangen. Und den Hintergrund über die gesamte Schildkröte mit drüber zu ziehen, denn die ist ja deutlich dunkler als das, was wir da hinten sehen. Ja. Und wir werden versuchen, hier schon mal diese Sachen nicht weiß auszusparen, sondern eine ganz zarte bläuliche Lasur über diese weißen Bereiche zu geben. Also wir ziehen den Hintergrund über die gesamte Schildkröte und danach maskieren wir diese Flächen hier. Aber das machen wir gleich Schritt für Schritt zusammen, sodass das dann heller stehen bleibt. Ja? Also wir müssen Also jetzt... machen wir jetzt komplett blau oder auch Genau. braun schon? Nee, komplett blau und in die Schildkröte setzen wir dann so ein bisschen was Rötliches noch mit rein. Braun machen wir aber im Anschluss dann auch. So, wir müssen uns jetzt also erstmal hermischen ein Zylinblau, was glaube ich eine schöne, wenn wir das vorsichtig an das Zylin geben, ganz wenig Gelb und viel Blau, dann kriegen wir so einen schönen Türkiston, der aber sehr, sehr transparent ist. Also von dem Gelb, wenn du mal hier rüber guckst, bei mir wirklich nur ein Hauch. Es soll nicht, genau, es soll nicht grasgrün werden, sondern und auch nicht richtig voll ausmischen, sondern nur so ein bisschen da, das noch lebendig, ja, ist ein bisschen zu wenig, ein bisschen mehr kannst du nehmen. Und dann legst du so ein bisschen daneben das Gelbe, genau, das Gelbe. So, und dann machen wir das Papier so leicht nass, muss gar nicht so ganz genau sein. So, jetzt gucken wir nochmal hier drauf. Wir haben ja dieses Foto, ist unsere Ausgangslage. Das ist ein relativ langweiliges Blau, ist mir zu langweilig. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere türkise Mischung hier und können auch schon mal ein bisschen vom Kobaltblau noch mit in Hab-8-Stellung nehmen. Kobaltblau ist das etwas dunklere Blau. Okay. Wenn man jetzt in dieses nasse Papier reinarbeitet, ne, unser Papier ist jetzt ja nass, Ja. dann soll im Pinsel nicht ganz so viel Wasser sein. Also hast du auch ein Tuch in deiner linken Hand eigentlich Nee. schon? Dann würde ich dir das mal geben. Küchenrolle in die linke Hand und damit immer, Aber schon so viel Gelb. Oder? ja, wenn es Das zu krieg grün ich wird, noch wird es dann nicht mehr so, sieht es nicht mehr aus wie Wasser. Also es sollte ein bisschen mehr in die blaue Richtung gehen. Und da gehen wir jetzt mit variablen Bewegungen hier rein. Ja? Und da tanzen wir jetzt drüber und gehen ruhig mit über die Schildkröte drüber. Ich mache das so ein bisschen diagonal, weil auch diese Linie nachher mit dem Strand ja diagonal ist. Und wir verändern das Blau, also hier oben in der Ecke ist es am hellsten, so für mich, weil da kommt das Licht noch rein. Ja? Und hier Richtung Strand geht schon mehr Blau mit rein. Und in das Blau würde ich sogar einen Hauch Rot schon mal nehmen. Das Alizarin habe ich dir gegeben, aber wirklich nur einen Hauch. Dann geht es ein bisschen so in die Wärme. Und wenn du an die Schildkröte kommst, Bela, da würde ich sagen, nimmst du noch ein bisschen mehr
und verdünnst das alles hier, sodass hier wirklich nur eine ganz, ganz helle, also bei der Schildkröte soll nur eine ganz helle Lasur liegen. Das ist dann quasi vorbereitet, dass unsere weißen Musterteile nachher nicht ganz weiß sind, sondern eine kleine farbige Nuance schon haben. Was mit dem Tuch? Das habe ich bisher noch nicht benutzt. Ich gebe immer den Pinsel dann noch auch ein bisschen ins Tuch rein, also in die Farbe und dann ins Tuch. Lichter Ocker und auch ein bisschen Sienna gebrannt habe ich dir auch gegeben. Ne? Diese beiden Farben, die mischen wir jetzt hier. Und wenn wir da jetzt ein bisschen über die Schildkröte rübergehen, ist überhaupt nicht schlimm. Einfach hier so ein bisschen. Also das war Sienna gebrannt und Lichter Ocker. Im ersten Bereich ein bisschen mehr Ocker und dann nach unten hin auf alle Fälle mehr Sienna gebrannt. Siehst du, hier kommt mehr Sienna gebrannt mit rein. Ocker ist das hellere, ne? Ocker ist das hellere. Und dann ganz unten kommt wieder in das Sienna gebrannt noch ein wenig Kobaltblau mit dazu, um wieder die Harmonie zum Wasser dann auch zu bekommen. Dann haben wir quasi so einen Dreiklang. Erst ein helles Sandfarben, dann ein bisschen Sienna und dann zum Schluss wieder mit dem Blau dazu. Genau, und jetzt kannst du die Farbe, den Pinsel heben ab und zu mal ein bisschen ins Tuch. Kannst du ruhig so ein bisschen zeigen, dass du das machst. So, genau. Gut. Damit er nicht zu nass ist, weil das ist jetzt alles schon sehr, sehr nass und wässrig. Und wenn du wirklich dunkel, guck mal, wie dunkel das bei mir geworden ist hier, dann musst du mehr Creme jetzt anrühren, also weniger Wasser in den Pinsel nehmen. Und sieht aber sehr schön aus jetzt so. Kannst du ja nochmal machen mit dem Sienna gebrannt, mehr Pinsel. Nee, ja. Und da geht man jetzt, Achtung, nicht mehr ins Wasserglas. Nicht ins Wasser, Mach ihn stimmt. trocken. Und jetzt gehst du nur noch in die Farbe, nimmst nochmal neue Farbe. Also das ist für alle wichtig, wenn ihr wirklich wollt, dass die Farbe dunkler wird, nicht mehr ins Wasserglas gehen. Das ist so verlockend. Ja, ist verlockend, ist so automatisiert auch schon. So, und jetzt hier einen Hauch von dem Blau mit in das Braun rein. Sehr schön. Und jetzt sprühen wir einerseits mit dem Kunststoffpinsel ein paar Wassertropfen in die Fläche, in die noch feuchte Fläche oder mit der Sprühflasche. Also ich habe jetzt den kleinen Pinsel, das ist ja aus unserer eigenen Pinselserie hier der Kunststoffpinsel, jawohl, der ist das. Den. Und jetzt musst du bei dir noch ein bisschen warten, weil wenn es so nass ist, dann kommt es noch nicht so gut raus. Da warten wir jetzt einen Augenblick und dann kann der Bela... Wir können ja einmal hier die Ränder trocken wischen, weil das ist auch immer eine wichtige Maßnahme. Versuch mal. Perfekt. Ja, schön. Gib mir den auch nochmal, das ist schön. Ja, herrlich. Ja, Genau, oh, schön. Ja, aber das ist schön. So, jetzt haben wir das gut vorbereitet mit dem Hintergrund. Jetzt müssen wir die Blätter einmal föhnen. ja. So, jetzt kommt eine schöne Sache. Jetzt wollen wir uns um diese hellen Bereiche hier kümmern, dass wir die einmal maskieren mit der Maskierflüssigkeit. Das ist jetzt hier so eine Flasche, die hat so eine feine Spitze und da zeige ich dir mal, wie ich das mit der Spitze mache. Wir haben aber auch die Möglichkeit einfach, ich habe mir hier schon ein bisschen was in ein Schälchen reingemacht, das mit dem Pinsel aufzutragen. Wir gucken mal, was dir gleich besser gefällt. Ja? Ja. Also ich mache das mal vor. Die haben ja eine gewisse Dicke, die sind ja gar nicht mal so ganz dünn. Ne? Ja. Wir müssen überlegen, unsere Schildkröte ist ja ungefähr doppelt so groß, das heißt, diese Streifen müssen auch doppelt so dick sein. Nur zu dick sollen sie auch nicht sein und sie sind mal dicker und mal dünner. Ja. Ja? Auch das könnten wir so ein bisschen schon beobachten. Oder zu, ups. Am Anfang kommt manchmal ein bisschen viel raus. Und dann machst du das mit dem Pinsel? Und ich mache es mit dem Pinsel, genau. Und da nochmal für alle der Trick, damit die Pinsel nicht verkleben, habe ich hier Pinselseife. Und bevor ich in die Maskierflüssigkeit gehe, mit dem Pinsel hier ein bisschen in die Seife. Kann ich denn mit der Hand auf das Bild gehen? Ja, du kannst mit der Hand auf das Bild gehen. Du kannst die Hand abstützen. Jetzt einfach jedes von denen? Ja, leg dir dein Foto hin, dass du siehst, wo du überhaupt das alles machen willst. Und da, wo man diese Muster nur ganz wenig sieht, ja, es gibt ja so Bereiche, ne, wo wirklich, da würde ich es auch weglassen, da würde ich dann später entweder was draufmalen oder was rauswaschen noch, ganz zum Schluss. Ja? Also nur die man wirklich deutlich sieht, die weißen Stellen, die maskieren wir. Okay, also wir haben jetzt fertig maskiert. Sieht gut aus, ging gut mit dem Stift anscheinend, super. Ja.
Und jetzt müssen wir dieses wirklich gut föhnen, weil das darf nicht nass sein oder beziehungsweise in den Pinsel sich übertragen, dieses teuflische Zeug. So, ihr seht, bei Bela ist es ein bisschen dicker drauf mit der Maskierflüssigkeit, deswegen mussten wir jetzt relativ lange föhnen. Ich mache immer dann so diesen Fingertest, wenn nichts mehr am Finger kleben bleibt, dann ist es gut und wird auch am Pinsel nicht mehr kleben bleiben. Wir brauchen jetzt sehr viel Farbe, denn wir haben natürlich jetzt einen großen Tonwertsprung ja, von kräftiger Farbe hier zu relativ blasser Farbe da. Wir haben Sienna gebrannt. Mit dem großen Pinsel? Nein, wir arbeiten jetzt mit dem kleineren Pinsel, mit dem Rotmarderpinsel aus unserer eigenen, genau, aus unserer eigenen Pinsel-Edition. Wo ist meiner? Gut, ja, und jetzt ist nichts weiter zu tun, als auf unser Foto zu schauen und dementsprechend hier ein bisschen mehr Ocker, hier ist Sienna gebrannt, hier kannst du mit dem Pinsel so ein bisschen so machen, aber ich würde erstmal, kannst du auch mal da angucken, erstmal eine Farblasur auflegen, sagen wir mal von Ocker und Sienna gebrannt gemischt und dann später da ein bisschen Struktur rein arbeiten mit dem, vielleicht mit dem Auswaschpinsel. Alles mit wenig Wasser? Ja, viel Farbe. Mit viel Farbe und wenig Wasser. Wenn wir zurechtkommen, ohne dass wir groß nochmal intensivieren müssen, ist es eigentlich nicht schlecht. Und da siehst du ja, da geht es so ein bisschen mehr ins Rötliche. Ja. Hier auch, ja. Und da würde ich dann mehr Alizarin mit reinmischen, das ist das kühle Rot. Ja. Und wenn du es richtig dunkel haben willst hier, dann kommt eben in dieses Alizarin Sienna gebrannt gemischt ein bisschen blau. Ja. Guck mal, das weißt du alles schon. Toll, also los geht's. Okay. Und hier wäre jetzt wieder wichtig zu beachten, dass man die Farben nicht so sehr auf der Palette zusammenmixt. Ja, wenn du hier mal guckst in meine Palette, da liegt das Ocker, da liegt das Braun, jetzt kommt hier noch ein bisschen was Rötliches. Also die Farben behalten ihre Lebendigkeit und werden eher auf dem Papier gemischt. Denn dieser Schildkrötenpanzer ist wirklich sehr farblebendig, da ist gar nicht so viel gleich. Bei dieser Halskrause nehmen wir dann ein bisschen hellere Farbe. Arbeite ruhig immer mit dem Tropfen, also dass du nicht zu trocken arbeitest. Ne? Also ich würde nicht zu trocken arbeiten jetzt hier. So, für die Halskrause hier gebe ich dir gleich noch mal ein bisschen andere Farbe. Die hast du noch nicht. Ist das denn so dunkel kriege ich das gar nicht. Mehr anmischen da auf deiner Palette. Da ist jetzt erstmal das andere Gelb. Ne? Genau, und viel Wasser auch mit rein. Trotzdem viel Wasser, damit es eine schöne, ja, so eine saftige Struktur hat. Siehst du, jetzt geht's schon. Und hier habe ich es auch richtig dunkel, da habe ich nochmal blau mit, ziemlich viel Blau mit reingenommen. Okay. Das ist natürlich dann auch wichtig. Und das Auge habe ich jetzt einfach erst schon mal mit so dunkel wie es geht einfach gemalt. Und das können wir nachher nochmal mit mit Neutraltinte oder so dann richtig dunkel malen, aber das kannst du schon mal ein bisschen vorbereiten, dass das nicht so weiß bleibt, das ist immer irritierend irgendwie. So, wir haben jetzt nochmal geföhnt, damit alles schön trocken ist und jetzt fangen wir an, das abzurubbeln. Dafür muss eben der Farbauftrag jetzt wirklich trocken sein, damit ihr das nicht die braune Farbe jetzt in dieses helle rein. Ja, versuch so zu rubbeln. Ich habe auch dafür ein Spezialradiergummi. Soll ich das mal holen? Ist dir das lieber? Geht es so? Okay. Immer mal den Finger wechseln, sonst kriegt man vielleicht eine Blase. Erstaunlich, wie weiß das jetzt wirkt, ne? Obwohl wir ja vorher eine Lasur drunter gelegt haben. Genau, also bevor wir jetzt die Details in der Schildkröte ausarbeiten, würde ich erstmal die letzte große Form noch im Bild malen und das ist der Schatten. Kobaltblau und Alizarin. Und damit gehst du ruhig in die Pfütze rein hier von vorhin. Ja, dass wir ein bisschen von den anderen Farben auch mit dazu bekommen. Kobaltblau und das Alizarin. So ein Violett soll da entstehen. Was überwiegt? Das Blau überwiegt. So, und jetzt fangen wir eben hier an, diesen Schatten zu ziehen. Schön mit diesen Wellen mitgehen, die der Sandboden ja setzt. Und wenn ich dann hier zur Schildkröte komme, dann gebe ich ein bisschen Wasser mit da rein. Ja, weil hier ist er jetzt ja, pass auf, ich zeig's dir gleich. Ein bisschen heller. Hier geben wir ein bisschen Wasser dazu, dass sich ein bisschen aufhält hier hinten. Perfekt. Und da, wo es hier an den Bauch geht, der Schildkröte, da können wir versuchen, richtig dunkel den Schatten zu setzen.
Genau, nimm mal ein bisschen von dem Braun der Schildkröte noch mit rein in die Farbigkeit. Und dann geh nicht so häufig drüber, über den Schatten. Nur noch einmal vielleicht. Und hier würde ich schließen, also dass du da keine helle Stelle unter dem Arm mehr hast. Okay. Je öfter du drüber gehst, umso stärker wird dieser Rand hier. Und das ist nicht gut. Also Schatten immer mit einem Rutsch malen, ja, das sieht jetzt gut aus. Und hier kannst du vielleicht noch bis richtig ran an das Gesicht der Schildkröte, weil da würde ich jetzt nichts heller lassen. Da ist es eher im Gesicht der Schildkröte heller. Gut, okay. Und wenn du willst, holst du noch eine kleine Ecke Farbe. Guck mal, ich mache es einmal vor, hier mit dem Pinsel hier raus. Und auch noch ein bisschen hier rausholen. Hier, ich hab den. Genau, so eine kleine Lichtreflexion. Und wo noch? Und hier noch. So, genau, weil das ist auf dem Foto auch, guck mal hier, ne, es ist deutlich heller. Ja, und den Arm, diesen linken Arm kannst du nachher noch ein bisschen dunkler machen. Prima. Dann würden wir uns jetzt um die Ausgestaltung der Schildkröte kümmern. Und da können wir erstmal mit dem Auge anfangen, weil wir uns dann auch wohler fühlen, wenn das Auge schön gebaut ist. Dann gebe ich dir hier diesen Pinsel und den machen wir nass, gehen ins Tuch rein und dann kannst du hier schrubbeln und das rausholen. Gut. Dann kannst du das Auge selbst noch mal ein bisschen dunkler malen und dann setzen wir uns den Lichtreflex gleich dann noch mit rein. Auch hier ein bisschen Farbe in manche hellen Bereiche rein. Das ist mit dem Pinsel bei mir nicht so ganz schick geworden. Was machst du da jetzt die ganze Zeit schon wieder? Ich habe so ein bisschen was verunklärt. Also da, wo es mir zu weiß ist, ziehe ich hier ein bisschen Farbe einfach rein. Ja? Und dann werden die so ein bisschen, ja, schattierter. Denn die haben ja auch, wenn wir nochmal genau aufs Foto gucken, hier gibt es sogar so eine Dreidimensionalität. Das heißt, da gibt es nochmal so einen Schatten auf der linken Seite. Also wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, aber wenn man es jetzt wirklich sehr realistisch machen wollen würde, also mit anderen Worten, diese weißen Muster sind gar nicht an jeder Stelle unbedingt weiß. Und das können wir ein bisschen mit dem Pinsel verunklären, sagt man. Und dann siehst du hier helle Stellen auf der, jenseits der Lippe hier sozusagen, wenn man das so nennen will. Und da würde ich auch ein bisschen mit dem Pinsel wieder was auswaschen. Hier siehst du es auch, siehst du? Ja. Dass wir da noch mal ein bisschen, auch erstmal dunkel machen. So. Okay, da noch ein bisschen auswaschen, dass da ein bisschen Dreidimensionalität entsteht. So, und jetzt ist es ja so, Bela, guck mal hier, dass hier dieser Bereich im Schatten liegt, ja? Ja. Und da würde ich, siehst du das hier, diese weißen Stellen auch, die sind hier oben richtig hell und hier sind sie deutlich dunkler. Und da würde ich die auch mit einem leichten Violettton, nimmst du deinen Schatten, deine Schattenfarbe, verdünnst die noch ein bisschen und dann machen wir das hier einfach noch ein bisschen dunkler. Wie viel Wasser dann in diesem Pinsel bleibt, ist das, ne? Mhm. Schön, dann haben wir jetzt, würde ich sagen, unser Motiv fertig. Bei uns hat es jetzt wie lange gedauert? Ganz schön lange, ne? Das hat schon ganz schön lange gedauert, also ich bin halt auch langsam. Also. Ja, also ist klar, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat im Aquarell, ist man ein bisschen langsamer. Zum Beispiel, ich merke es beim Bela, gar nicht mal das Malen, das geht relativ zügig.
wenn wir hier zusammenmalen, aber das Mischen, ne? Beim Mischen Ja, ist das es zum Mischen ist Beispiel ganz so. schwierig. Mischen ist schwierig, die Konsistenz zu erwischen der richtigen Farbmenge. Er hat ein paar Mal gefragt zwischendurch, wie schaffe ich das jetzt, dass die Farbe dunkler wird? Und da ist es eben immer so, wir wollen ja kein Schwarz, wir haben ja überhaupt kein Schwarz verwendet in dem Bild. Und dunkler wird es, wie? Kannst du es nochmal zusammenfassen? Mehr Farbe und halt auch weniger Wasser. Aber weniger Wasser. Vor allem mehr Farbe, das wird dann irgendwie immer gar nicht so klar, dass man mehr Farbe drin hat, dass es dann noch dunkler wird, weil es ist ja dieselbe Farbe, warum wird es dann dunkler? Genau, Ja? das ist das, was man erstmal so ein bisschen in den Kopf kriegen muss. Und dafür immer das Tuch in der linken Hand, ihr seht schon hier bei mir, ist es wirklich jetzt richtig nass und verknüttelt, das Tuch. Bei Bela nicht ganz so nass, weil ich wirklich den Pinsel zwischendurch dann hier immer ein bisschen trocken lege und dann mir die Creme nehme und dann kriege ich diese richtig dunklen Farben auch. Okay, also das ist, haben wir wieder was gelernt heute. Ein sehr, sehr schönes Motiv und wir wünschen jetzt euch viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.